万華鏡車輪眼。 Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute malen wir Itachi. In diesem Video habe ich extra Zwischenschritte eingebaut, sodass man das Video gut pausieren kann, falls es zu schnell geht. Als erstes zeichnen wir seine Skelettstruktur. Die Haltung skizzieren wir anhand eines Strichmännchens. Er steht aufrecht da und es sieht so aus, als würde ein Wind an ihm vorbeiziehen. Zur Hilfe nehmen wir geometrische Formen wie Kreise und Ovale. Später sollte die Skizze folgendermaßen aussehen. Seine Blickrichtung wird mit zwei kreuzenden Höhenlinien markiert. Nach dem Skelett kommen dann die Umrisse des Akatsuki-Umhangs. Der Kragen und danach malen wir noch die Beine. Anfangs muss man nicht zu sehr auf Details achten. Es müssen nur die Proportionen stimmen. Zum Beispiel müssen die Hände bis zu den Oberschenkeln reichen. Und so sollte später sein Gesicht aussehen. Die Haare dürfen nicht einfach so runterhängen, sondern müssen diesem Wind folgen. Beim Malen des Gesichtes sollte man darauf achten, dass die Gesichtsmerkmale symmetrisch zueinander sind. Beide Augen müssen gleich groß sein und denselben Abstand voneinander haben. Und so sieht das Ergebnis nach dem Zeichnen aus. Es kommen noch Details wie seine Beine und die Akatsuki-Wolken. In diesem Zwischenschritt verbessere ich nur einige Details. Man sollte sich beim Zeichnen immer Referenzen nehmen. Sollte etwas nicht klappen, kann man sich immer an etwas anderem richten und versuchen, es von da abzuzeichnen. Zu den Füßen gibt es nicht viel zu sagen. Sie sollten nicht zu klein sein. Falls man Probleme beim Zeichnen einzelner Körperteile hat, kann ich nur empfehlen, sich immer an Referenzen zu richten. So kann man immer sich auf die Suche von Bildern machen, aus denen man eben diese Körperteile gut abzeichnen kann.
So, nachdem die Zeichnung fertig geworden ist, geht es ans Ausmalen der Umrisse. Hier kommt noch sein Sharingan dazu. Für sein Gesicht habe ich die Größe 0,3 mm verwendet. Für größere und breitere Umrisse habe ich die Größe 0,5 mm verwendet. Hierbei sollte man sich besonders Zeit lassen, um keine Fehler zu machen, da man diese Umrisse nicht mehr wegradieren kann. Beim Hintergrund habe ich mich für Itachis Genjutsu-Raben entschieden. Dazu habe ich dieses Bild genutzt. Es ist auch in der Beschreibung verlinkt. Ansonsten kann man nach Belieben ein anderes Bild nehmen und von dort die Raben abzeichnen. Die Vögel sind sehr verzerrt und undeutlich zu erkennen, deswegen kann man auf Feinheiten und besondere Details verzichten. Hier kann ich auch nur empfehlen, sich möglichst verschiedene Bilder auszusuchen und von diesen versuchen eben diese Raben abzuzeichnen. Meistens zeichne ich ein Bild nicht nur von einem Bild ab, sondern nehme mir dafür verschiedene Referenzen. Das Prinzip zum Anmalen, das ich verwende, versuche ich anhand von diesem Raben zu erklären. Als erstes nehme ich die Basisfarbe. In diesem Fall ist es die Schwarz. Ich male damit die dunklen Stellen mit ein wenig Druck an. Zum Übergang nehme ich dann immer noch die gleiche Farbe, aber wende viel weniger Druck an. Den Übergang verschmiere ich dann entweder mit einem Wattestäbchen oder mit einem helleren Ton derselben Farbgruppe. In diesem Fall habe ich diese helleren Übergänge mit der Farbe Grau verschmiert. Genau hier nehme ich die Grau und verschmiere die Übergänge. Dabei wende ich auch sehr wenig Druck an. Und falls es nötig ist, mache ich vielleicht noch einige Highlights mit einer sehr hellen Farbe, falls besonders viel Licht an eine Stelle rankommt. Im Gesicht wende ich auch diese Methode an. Die dunklen Stellen male ich mit einem braunen Stift an und übe dabei Druck aus. Je dunkler die Stelle, desto mehr Druck. Am Übergang übe ich fast keine Kraft mehr aus und lasse meinen Stift über die Stellen gleiten. Diese Stellen mische ich dann noch mit der Hautfarbe. Man könnte auch statt der Hautfarbe eine helle Orange verwenden oder einen gelblichen Ton. Und dasselbe Spiel geht wieder bei dem Umhang los. Mit der schwarzen Farbe erzeuge ich einen Übergang von dunkel zu hell. Auf diesen Übergang kommt dann eine Schicht von der roten Farbe drauf. In dunklen Stellen übe ich mehr Druck aus und an helleren weniger. Hier sollte man sich aussuchen, aus welcher Richtung die Beleuchtung kommt. Bei mir kommt das Licht von der linken Seite, somit wird es von links nach rechts dunkler. Und das habe ich entsprechend auf dem Mantel markiert.
Nachdem ich die Innenseite des Mantels fertig habe, kommt jetzt das Äußere. Hier verwende ich wieder dasselbe Prinzip. Ich versuche mir vorzustellen, welche Stellen dunkler und welche höher sind und wo diese Übergänge existieren. Entsprechend arbeite ich dann mit einer gewissen Härte. Wie schon erwähnt, an sehr, sehr dunklen Stellen drücke ich sehr stark drauf und an Übergängen und an helleren Stellen wende ich immer viel, viel weniger Druck an, sodass ein sehr, sehr schöner Übergang entsteht. Wobei man auch hier schrittweise arbeiten sollte. Man sollte nicht direkt mit voller Kraft einfach anfangen, das Bild auszumalen, sondern erstmal versuchen, sich heranzutasten und zu gucken, wie wirkt es, wenn ich so stark drauf drücke und wenn ich schwächer drauf drücke. Die Haare male ich vollkommen schwarz an. Hier verwende ich keine Grau. Im Verlauf der Strähnen male ich die Haare nicht vollständig aus und lasse ein bisschen Platz und ein wenig weiße Lücken da. Und so sieht es dann aus, als hätten die Haare eine Reflexion mit der Lichteinstrahlung. Im Prinzip habe ich für Itachis Umhang nur zwei Farben verwendet. Die Schwarz und die Grau, falls man die Innenseite des Umhangs auslässt. So kann man mit verschiedenen Drucktechniken eben diese verschiedenen Farbverläufe und Schattierungen hinbekommen. Und bei den Raben mache ich auch nichts anderes. Mit der Basisfarbe Schwarz schattiere ich die dunklen Stellen, die Übergänge mache ich weicher und verschmiere sie nochmal mit einem helleren Ton und selten füge ich noch einige Highlights hinzu.
Beim Übergang sollte man sich besonders Mühe geben, dass sich die zwei Farben wirklich vermischen, sodass es auch wirklich natürlich aussieht. Das letzte Mal, dass ich ein Tutorial gemacht habe, ist ziemlich lang her. Also würde ich mich über Bewertungen und Meinungen in den Kommentaren sehr freuen. Ich hoffe, ich konnte mit diesem Video weiterhelfen, sodass ich mehr von solchen Videos machen kann. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und vielleicht hört man sich wieder.